Es ist ein Fauxpas nach dem nächsten. Ich möchte darüber sprechen mit dem US-Journalisten Eric Kirschbaum. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, auf diese Pressekonferenz war man sowieso schon gespannt. Joe Biden muss sich beweisen. Jetzt gleich zwei solcher großer Verpatzer, Versprecher. Wie wird das vor allem in den USA eingeordnet? Ja, natürlich ganz schlecht. Das ist wieder eine schlechte Leistung von Joe Biden. Er muss wirklich perfekt jetzt da auftreten und er macht einen Fehler nach dem anderen. Sein Anhänger, sein Befürworter sagen, ja toll, das war nicht schlecht, aber die meisten Amerikaner denken, das kann nicht wahr sein. Das ist wieder peinlich, wieder so peinliche Fehler und er wirkt einfach nicht so fit. Natürlich mit Außenpolitik hat er gut geklungen, aber die Amerikaner gucken gar nicht auf Außenpolitik. Deswegen unter dem Strich war das wieder ein verlorener Abend für Biden und die nächsten Tage werden sehr schwer und stürmisch für ihn sein. Jetzt muss man ja sagen, als ihm vor allem der Putin-Zelensky-Versprecher, Verdreher aufgefallen ist, hat er schnell reagiert, hat da noch versucht, die Kurve zu bekommen. Wird das anerkannt, dass er da so schnell umgedacht hat? Ja, vielleicht, aber momentan alles, was er macht, was falsch ist, wird dann noch einmal aufgebarscht. Ich meine, die Journalistin, die über ihn berichtet, die werden auch vorgeworfen, die haben das alles vertuscht und so, was die nicht gemacht haben. Aber die Journalisten im White House, die sind jetzt extra aufgefordert, wirklich hart gegen Biden zu berichten und hart alles aufs Tageslicht zu bringen. Dass ein Arzt 8-mal da reingekommen ist, ein Parkinsons-Arzt, niemand hat darüber berichtet. Jetzt ist es ein Thema. So funktioniert das in den Medien. Die Medien ist aufgeweckt, das Volk ist aufgeweckt, die Wähler sind aufgeweckt. Die erwarten, dass Biden zeigt, er ist ganz fit und kann den Job machen oder er soll den Weg vielleicht freimachen für jemanden, der das besser machen könnte. Das große Problem bleibt ja, dass nur Joe Biden selbst entscheiden kann, dass er doch nicht als Kandidat antreten möchte. Das liegt alles in seiner Hand und er zeigt sich dann auch immer sehr klar, er möchte in diesem Rennen bleiben. Hinter den Kulissen, was hört man? Wie gehen die Demokraten damit um? Gibt es schon mal Alternativpläne? Ja, das wird immer komplizierter für Biden, weil wenn Biden nicht freiwillig das aufgibt, dann ist es eine sehr hässliche, dreckige Schlammschlacht und die Demokraten werden wahrscheinlich dann auf jeden Fall verlieren. Aber wenn Biden mit Anstand abgibt, dann könnte das gut laufen. Die Demokraten haben Angst, die lesen alle die Umfragen. Biden sagt, er kennt die Umfrage nicht, aber die Umfragen zeigen einen ganz deutlichen Trend nach unten seit diesem Duell. Und was viel schlimmer für Biden ist die Großspender. Die halten sich jetzt zunehmend zurück. Und in Amerika brauchst du unheimlich viel Geld für einen Wahlkampf zu leiten. Und wenn die Großspender von George Clooney darunter, wenn die aufhören, in Geldhand zuzudrehen, dann hat Biden ein großes Problem. Deswegen, Biden sagt, er will weitermachen. Aber wenn die Umfragen weiter nach unten gehen und wenn die Großspender fernbleiben, dann hat er große Probleme. Und es ist schwer vorstellbar, wie er das weitermachen könnte. Die Zeit rennt natürlich. Sollte es einen anderen Kandidaten, eine Kandidatin geben, braucht sie ja auch Zeit, um sich dann dem Volk noch mal richtig zu präsentieren. Ich spreche jetzt vor allem von Frauen, denn die beiden Namen, die jetzt oft anklingen, sind Michelle Obama, die sagt, sie will es aber gar nicht machen, oder Kamala Harris, die ja die große Hoffnung schon bei der letzten Wahl war, aber seitdem ein bisschen farblos, ein bisschen untergetaucht ist, hat man das Gefühl? Man merkt, Donald Trump hat Angst vor Kamala Harris, weil Donald Trump ist ein bisschen untergetaucht. Er lässt Biden sein eigenes Grab jetzt buddeln. Aber gegen Kamala Harris fing Trump an zu schießen. Und warum? Weil die Umfragen zeigen, dass Kamala Harris gegen Trump etwas besser abschneidet als Trump. Kamala Harris könnte das übernehmen. Ein Vizepräsident hat immer in den USA schlechte Umfragenwerte. Biden war auch als Vizepräsident unter Obama nicht so populär. Aber Kamala Harris hätte schon durchaus Chancen gegen Trump, vor allem wenn die Demokraten geeint und einen ordentlichen Übergang geben zu Kamala Harris. Aber es gibt andere Namen auch. Zum Beispiel? Ja, der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, Gouverneurin von Michigan, ist auch ein Kandidat. Die Demokraten haben starke andere Kandidaten. Es liegt aber an Biden, dass er das freiwillig macht. Und die Demokraten haben ein paar Wochen Zeit. Ein paar Wochen Zeit, in denen weiterhin auf jede Bewegung, jedes Wort geachtet wird. Eric Kirschbaum, vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne.